ETFs sind wohl das beliebteste Investment, wenn es um die passive Geldanlage geht. Aber sind sie wirklich so gut? In diesem Video zeigen wir dir die Vorteile, aber auch die Nachteile von ETFs und sagen dir dann am Ende, ob sich ein Investment lohnen kann. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über ein Like von dir freuen. Was sind ETFs? Exchange Traded Fonds, kurz ETFs, sind börsennotierte Fonds, die einen Aktienindex nachbilden. Man nennt sie daher auch Indexfonds. Da es hier keinen Fondsmanager braucht, sondern sämtliche Titel automatisiert ausgewählt werden, sind sie extrem kostengünstig. Der erste ETF wurde bereits im Jahr 1975 von Vanguard aufgelegt. Der Indexfonds Vanguard 500 nahm damals alle Titel des US-Leitindex S&P 500 auf und bildete ihn damit nach. Heute hat der Vanguard S&P 500 UCITS ETF ein Fondsvolumen von 30 Milliarden Euro. Vorteile von ETFs. Vorteil Nummer 1. Risikostreuung. Wenn du investierst, solltest du auf eine hohe Risikostreuung achten. Da ETFs ganze Aktienindizes abbilden, die alle Branchen und Länder umfassen können, kannst du hier besonders breit streuen. Das Risiko eines Wertverlustes ist dank der großen Diversifikation gegenüber Einzelaktien deutlich geringer. Vorteil Nummer 2. Geringe Kosten und Gebühren. Die laufenden Kosten betragen bei den passiv gemanagten ETFs in der Regel lediglich 0,2 bis 0,7% pro Jahr. Im Vergleich dazu, bei aktiv gemanagten Fonds sind es normalerweise zwischen 1,5 und 2% jährlich. Dazu kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5% kommen. Geringere Gebühren erhöhen die Chance auf mehr Rendite. Vorteil Nummer 3. Rendite. Langfristig haben Aktien Renditen erzielt, die weit über denen von Sparbüchern, Tagesgeldkonten und Festgeldkonten liegen. Mit ETFs hast du die Chance, langfristig eine Rendite zu erzielen, die über der Inflationsrate liegt. In der Tabelle zeigen wir dir einmal die durchschnittlichen jährlichen Renditen über längere Zeiträume. Letzte 5 Jahre 11,5%, letzten 10 Jahre 11,7%, letzten 20 Jahre 8,6%, letzte 40 Jahre 8,7%. Die Renditen wurden trotz schwieriger Marktphasen und sogar Börsencrashs erreicht und das passiv. Gegenüber Einzelaktien hast du keine Nachteile, was Dividenden angeht, denn du erhältst sie gemessen an deinem Anteil genauso, als wärst du Aktionär der Einzelaktie. Bei ETFs gibt es 2 Varianten. Mit ausschüttenden ETFs werden die Dividenden direkt auf dein Verrechnungskonto ausgezahlt, mit tesorierenden ETFs werden die Dividenden automatisch wieder in den ETF investiert. So nutze den Zinseszinseffekt optimal. Vorteil Nummer 4. Flexibilität. Da ETFs an der Börse gehandelt werden, kannst du sie leicht verkaufen, wenn du Geld benötigst. Du kannst sie ganz bequem im Sparplan besparen und das oft schon ab einer Sparrate von 1 Euro. Sparpläne lassen sich jederzeit erhöhen, senken oder stoppen. Mit dem richtigen Broker ist die Ausführung der Sparpläne sogar kostenlos. Unsere Empfehlung für ein kostenloses Sparplandepot findest du unter dem Video. Klassische Fonds hingegen können nur einmal am Tag an die Fondsgesellschaft zurückverkauft werden. Vorteil Nummer 5. Hohe Sicherheit. ETFs in der Europäischen Union sind Sondervermögen. Bei einer Insolvenz des Brokers kannst du deine ETFs einfach zu einem anderen Depotanbieter übertragen. Da hier kein Fondsmanager über Käufe und Verkäufe entscheidet, bist du vor Fehlentscheidungen geschützt. Und Vorteil Nummer 6. Transparenz. Bei ETFs, die einen bekannten Index nachbilden, kannst du die Zusammensetzung täglich einsehen. Nachteile von ETFs. Nachteil Nummer 1. Nicht immer günstiger. Die jährlichen Gebühren sind zwar sehr günstig, wenn du aber die Einzelaktien halten würdest, wäre das kostenlos. Nachteil Nummer 2. Kursschwankungsrisiko. Wie bei Aktien und Fonds unterliegen auch die ETFs Kursschwankungen. So kann es zeitweise auch zu Wertverlusten kommen. Nachteil Nummer 3. Keine Outperformance. Mit einem an einen Index gekoppelten ETF erreicht man nur eine durchschnittliche Rendite. Eine Outperformance, wie bei manchen gemanagten Fonds, ist daher ausgeschlossen. Sie wird dauerhaft allerdings auch nur von sehr wenigen herkömmlichen Fonds erreicht, was nicht zuletzt auch an den recht hohen Gebühren liegt. Nachteil Nummer 4. Ausfallrisiko bei verliehenen Wertpapieren. ETF-Anbieter haben die Möglichkeit, die enthaltenen Wertpapiere zu verleihen. Die Gebühr, die sie dafür erhalten, steigert die Rendite. Ein Problem entsteht, wenn derjenige, der sich die Wertpapiere geliehen hat, zahlungsunfähig wird. Es werden zwar Sicherheiten hinterlegt, aber vollständig ausgeschlossen ist das Risiko nicht. Lohnen sich ETFs? Auch bei ETFs gibt es Vor- und Nachteile. Die Vorteile überwiegen allerdings deutlich. Sie sind sehr kostengünstige Investmentfonds, mit denen man breit gestreut in einen Börsenindex investieren kann. Dank der extrem breiten Streuung wird das Verlustrisiko reduziert. Da sie an der Börse gehandelt werden, kommt man jederzeit an sein Geld.
Über einen langen Zeitraum kann man mit ETFs eine sehr gute Rendite erzielen. Den Link zu unserer Depotempfehlung findest du, wie gesagt, unter dem Video. Wir hoffen, dir hat das Video zu den Vor- und Nachteilen von ETFs gefallen. Wenn ja, dann lass doch einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.